Erstmal wieder offiziell willkommen zum nächsten Teamspeak-Meeting. Heute ist der 2. September 2016 und es soll so grundsätzlich um logische Fehlschlüsse und Denkfehler gehen. Here we have this phenomenally sophisticated information processor, which is the cell. Am I really to believe that that information processing capacity simply came about by the laws of nature and random processes without a mind? Yes. Well, absolutely. I find that impossible to believe as a mathematician. I know you do. This is called the argument from Personal Incredulity. Das hatten wir auf Facebook angekündigt mit so einem Bild von Michael Phelps, diesem Schwimmer in Olympia, der da ganz bekannt ist und der da solche Blutgerinnsel am Körper hat vom Schröpfen. Das als ein Beispiel, was vielleicht ein Denkfehler sein könnte, dass Leute häufig denken, dass irgendwas, was schon lange existiert, dass das automatisch ja gut sein muss oder eine gewisse Wirksamkeit haben muss. Einfach deswegen, weil es lange existiert. Könnte mal noch jemand zusammenfassen, worum es beim letzten Mal ging, damit wir dann darauf kommen können, wie das heutige Thema damit zusammenhängt? Ja, es ging auf jeden Fall darum, dass quasi die Karte nicht das Territorium ist. Also, dass man halt irgendwie feststellen muss, dass es einen Unterschied zwischen Sprache und Realität gibt. Dass er irgendwie auch in vielen Fällen zu Fehlschlüssen führen kann, weil, in unserer Erziehung ist es ja auch einfach so, dass man irgendwie mehr mit Worten konfrontiert wird, als mit Fakten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wie jetzt Daten von irgendwelchen Auslegungen von Experimenten oder dergleichen. Und das führt ja an sich schon mal zu einer Art von Fehlschlüssen, dass man irgendwie zum Beispiel denkt, dass es in der Realität einen Referenten für das Wort Freiheit geben muss oder so etwas. Also im Endeffekt so, dass Sprache irgendwie unser Denken beeinflusst und Denkfehler haben ja auch logischerweise was mit Denken zu tun. Und das hängt tatsächlich so ein bisschen zusammen, allgemeine Semantik und Denkfehler, also dass man zum Beispiel die Sachen zu stark vereinfacht oder so, das würde dann auch schon wieder in Richtung allgemeiner Semantik gehen, dass man halt total abstrakt wird und so. Und das ist auch so ein Denkfehler, Oversimplification nennt er sich im Englischen, also zu starke Vereinfachung eben. Hat denn jemand überhaupt schon mal so eine Vorstellung, was logische Fehlschlüsse, was man darunter verstehen könnte? Hat das schon mal jemand gehört zum Beispiel? Ja, irgendwie falsch darstellen von irgendwelchen Argumenten, was du gerade selber gesagt hast. Ist das denn immer absichtlich oder kann das auch unabsichtlich sein? Ich würde vermuten, mehr unabsichtlich als absichtlich. Letztendlich basiert es auf dem derzeitigen Wissen des Menschen zum Großteil und dementsprechend muss es nicht unbedingt heißen, dass das eine Absicht ist, jetzt eine falsche Information zu geben, sondern letztendlich entspricht es meistens des Menschen Erfahrung halt. What is a logical fallacy? It's very simply an error in logical argumentation, and there are two types. One is a formal fallacy, which refers to a flaw in a deductive argument. And the other is an informal fallacy, which is simply an argument that is fallacious for reasons other than the structural flaws. Logische Fehlschlüsse sind tatsächlich, fragt sich irgendwas, dass unser Gehirn nicht richtig funktioniert, kann man sich vielleicht als Beispiel vorstellen wie optische Täuschung. Das wissen wir ja auch eigentlich, dass das ganz anders ist, dass zum Beispiel die zwei Linien auf dem Bild gleich lang sind, aber trotzdem sagt unser Gehirn, Moment mal, die sind unterschiedlich lang, die Linien, die man da sieht oder was es da halt eben so für optische Täuschungen gibt. Und genauso kann unser Gehirn uns halt auch täuschen, wenn es irgendwie um unser Denken geht. Also es hat nicht nur unbedingt was mit den Augen zu tun, sondern es kann auch andere Sachen geben, wo unser Gehirn uns täuscht, wo wir aber ganz fest davon überzeugt sind, dass wir das genauso wahrnehmen, wie das jetzt ist. Kannst du da bitte ein Beispiel geben? Ja, zum Beispiel habe ich einen VW als Auto und der ist eine Zeit lang immer kaputt gegangen. Und da hatte ich dann das Gefühl, wenn ich über die Autobahn gefahren bin, da habe ich dann am Rand gesehen, fast nur noch, dass VWs kaputt waren. Also ich habe das viel mehr wahrgenommen, dass VWs kaputt waren, als dass andere Automarken kaputt waren. Einfach, weil ich diese Erwartungshaltung hatte, ja, das ist doch ein Scheißauto, das ist ständig kaputt. Ja, und schaut mal da, schon wieder ist da so ein Auto kaputt. Schon wieder ein VW. Subjektive Einschätzung dann, ja. Das nennt sich Confirmation Bias oder auf Deutsch Bestätigungsfehler. Das will ich vielleicht auch noch dazu sagen. Bei den meisten Denkfehlern, mir persönlich sind da erstmal hauptsächlich die englischen Begriffe bekannt. Also ich werde versuchen, die dann immer auch ins Deutsche einigermaßen zu übersetzen. Aber sage ich erstmal den englischen Begriff, wenn jemand danach googeln möchte, empfehle ich auch nach dem englischen Begriff zu googeln. Und die Übersetzung, die muss nicht immer so 100% stimmen, die ich dafür angebe. Ich versuche das halt bloß zu übersetzen, damit allen klar ist, worum es geht. So, und jetzt hatte ich ja schon ein Beispiel gebracht.
Bestätigungsfehler hier mit diesem VW, der immer kaputt ist, oder eben das Argument der Tradition, also mit diesem Michael Phelps, was ich vorhin schon erzählt habe, da ist ja die Aussage dahinter praktisch, das, was schon lange existiert, muss automatisch gut sein. Würdet ihr dann sagen, das ist so, oder wo ist da der Denkfehler bei der Sache? Ich würde behaupten, das ist vielleicht noch in die Richtung Confirmation Bias, weil, irgendwie wurde das schon früher so akzeptiert. Da es früher so akzeptiert wurde, würde ich vermuten, dass man es in vielen Fällen auch so in der Art oder Ansätze davon anerzogen bekommt und dass man es deswegen dann für richtig befindet oder effektiv. Wozu muss ich denn diese Denkfehler oder logischen Fehlschlüsse kennen? Und in welchem Fall treten die am häufigsten auf vielleicht sogar? Hat da irgendjemand eine Idee dazu? Also was bringt mir das, den Bestätigungsfehler zu kennen oder das Argument der Tradition? Was habe ich denn davon? Das würde ich sagen, hilft einem, das eigene Denken ein bisschen besser zu strukturieren. Und man kann ein bisschen besser vielleicht unterscheiden, was jetzt eher der Realität entspricht und was weniger. Also was man halt von anderen Leuten hört, meine ich. So, und da haben wir dann praktisch damit auch schon die Brücke zur allgemeinen Semantik vom letzten Mal geschlagen, genau. Zusätzlich auch noch kann ich dadurch effektiver kommunizieren. Wenn wir relativ stark emotional sind, dann begehen wir auch häufiger Denkfehler praktisch. Zumindest ist das mein Eindruck. Dann werden wir wütend aus irgendeinem Grund, der eigentlich relativ unwichtig ist, weil wir einfach gerade einen Denkfehler haben. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man wütend ist, kann man logischerweise schlechter kommunizieren, als wenn man nicht wütend ist. Wenn man analytisch an die Sache rangeht. Denkfehler haben nicht nur mit Kommunikation zu tun, sondern einerseits haben die was mit Kommunikation zu tun, wie ich das gerade gesagt habe, aber andererseits auch mit Informationsaufnahme im weitesten Sinne. Wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel lese im Internet zu einem Thema, was mich interessiert, zu Medizin oder so, und da kommen jetzt ganz viele Denkfehler drin vor in dem Artikel. Wenn ich die Denkfehler kenne, weiß ich schon, oh, die Quelle, die ist vielleicht nicht ganz so vertrauenswürdig, da muss ich mal noch genauer nachgucken. Aber grundsätzlich muss man vielleicht auch dazu sagen, nur weil in einer Aussage Denkfehler drinstecken, heißt das noch nicht, dass die Aussage zwangsläufig falsch sein muss. Also es kann ja auch sein, dass irgendwas nachgewiesen ist, das ist korrekt, aber jemand erzählt jetzt davon und derjenige, der das erzählt, begeht zwar die Denkfehler, aber die Aussage an sich kann ja trotzdem richtig sein. Wenn wir viele Denkfehler sehen, müssen wir halt schon auf Alarmstufe Gelb gehen und genauer auffassen und genauer nachforschen, ob die Aussage jetzt stimmt, die da gerade getroffen wird, weil einfach viele Denkfehler enthalten sind. And then there is the fallacy, which incorrectly assumes that the failure to defend an idea proves that that idea is false. Ironically, if you're unconvinced by what I'm saying, it doesn't necessarily mean that my claims are incorrect, just that I've failed to properly substantiate it. Denkfehler zu kennen, hilft halt dabei, die selber nicht zu begehen und auch nicht darauf reinzufallen, wenn jemand anders Denkfehler benutzt. Das hatte ich ja vorhin schon gefragt, ob das nur unbewusst ist. Es kann auch bewusst sein, dass jemand Denkfehler benutzt, zum Beispiel ein Politiker oder so, damit die Leute dann ihm zustimmen. Also, dass er bewusst Denkfehler der Masse benutzt, damit er damit die Masse auf seine Seite ziehen kann. Kannst du da auch wieder ein Beispiel bringen? Ein Beispiel wäre bei einer politischen Talkshow. Jetzt unterhalten sich zwei Politiker. Das Wort Freiheit vielleicht relativ abstrakt. Und dann erzählt der eine Politiker davon, dass er gerne mehr Freiheit möchte. Und der andere Politiker sagt dann, ja, Sie können doch aber nicht alle Gefangenen freilassen aus den Gefängnissen. Was soll denn da draußen los sein? Und dann geht die Masse vielleicht zu dem Politiker, der diesen Strohmann, nennt man das, dargestellt hat. Also der hat nicht nachgefragt, was meinen Sie mit Freiheit, sondern der hat das einfach so interpretiert, wie er das gebrauchen konnte, damit das gut kritisierbar ist. Aus seiner Erfahrung dann letztendlich wiedergegeben. Aber das kann man durchaus auch halt eben absichtlich machen, dass man absichtlich die Position des Gegenübers falsch darstellt und dann diese falsche Darstellung kritisiert. Kann aber auch aus Versehen passieren, das ist natürlich auch klar. Also dass das manchmal Leute einfach so machen, weil sie das Argument der anderen Person nicht richtig verstanden haben, dass sie das dann irgendwie anders auffassen und dann das anders Aufgefasste kritisieren. Then there is the straw man, an extremely common fallacy, whether intentional or not. This is when someone misrepresents an argument to make it easier to attack. The Zeitgeist movement gets this in many forms, whether it's through erroneous labeling, as in accusations of promoting communism, anarchy, or some form of tyranny, or other rather comedic suggestions that we only advocate what we do because we don't want to work, or that we want to limit people's freedom. Man kann da ja auch einfach nochmal kurz den Punkt von allgemeiner Semantik eventuell erwähnen. Ist ja quasi zwangsläufig so, also wenn man sich wirklich stark damit beschäftigt, dass man irgendwie zu einer gewissen Art des Strohmanns kommen muss, weil man halt nicht exakt das Bild vermitteln kann, was man jetzt im Kopf hat, würde ich jetzt mal behaupten.
In den meisten Fällen würde ich sagen, dass man es auch daran erkennen kann, dass es in Anführungsstrichen moralisch falscher ist als die eigentliche Aussage. Moralisch falsch, was meinst du damit? Was Tim eben gesagt hat, dass ich denke, das mit dem Gefängnis, das ist ja eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Die meisten Leute in unserer Gesellschaft denken ja vermutlich, dass halt einfach alles zwangsläufig zusammenbrechen muss, wenn sämtliche Gefangenen freigelassen werden. Und dementsprechend würde ich sagen, dass es eher als moralisch verwerflich angesehen werden würde, wenn man einfach alle Gefangenen freilässt. Und wenn man das Ganze so darstellt, hat man ja zwangsläufig irgendwie mehr Leute auf seiner Seite. Ich habe so das Gefühl, wir sind immer noch so ein bisschen abstrakt, deswegen würde ich das gerne konkreter machen und mal ein paar Beispiele nennen für Denkfehler, die wirklich so auftreten. Ich habe jetzt mal beispielhaft, weil es die Zeitung halt immer gibt, diese ADAC Motorwelt genommen und die Leserbriefe mir angeschaut, die Ausgabe 9 2016, und ich lese jetzt einfach mal einen zum Beispiel davon vor und dann können wir mal drüber sprechen, was denn da jetzt für ein Denkfehler drin ist. Hier geht es um dass manche Leute nicht blinken, und da schreibt jetzt einer: Der Beitrag zum Nichtblinken vieler Autofahrer spricht mir aus dem Herzen. In den letzten Jahren hat die Zahl der Nichtblinker deutlich zugenommen. Häufig wird statt zu blinken lieber mit dem Smartphone telefoniert. Das ist dumm und arrogant. So, hat irgendjemand eine Idee, was da für Denkfehler enthalten sein können? Also, ihr braucht die jetzt nicht zu benennen, aber was ist denn da jetzt irgendwie komisch? Was könnte ein Denkfehler sein? Die Zahl der Nichtblinker hat zugenommen. Also ich weiß nicht, ob man da eine Studie herzieht, aber es klingt eher so von wegen, ich habe das so wahrgenommen, also muss es so sein. Genau, also wieder das, was ich vorhin schon bei dem Beispiel mit dem VW, der immer kaputt war bei mir, genannt habe, dass ich dann nur noch VWs gesehen habe. Das ist praktisch die gleiche Art. Das ist Confirmation Bias, Bestätigungsfehler. Der hat das Gefühl, das würde zunehmen, und dann stellt er das halt als Tatsache hin, so wie du es gesagt hast. Und das nennt man Bestätigungsfehler, genau. Und dann eben auch noch die Sache mit dem Smartphone. Also selbst wenn er beobachtet hat, dass vielleicht gelegentlich mal jemand anstelle zu blinken ein Smartphone telefoniert hat, hat er einfach verallgemeinert und sagen, das machen alle Nichtblinker so. Und das kritisiert er dann, indem er die ganzen Leute einfach verurteilt. Der nächste Punkt, das ist dumm und arrogant. Das ist ja ein persönlicher Angriff, das ist dumm und arrogant. Wer das macht, ist dumm und arrogant, so auf die Art. Und das nennt sich ad hominem, also sich nicht mit der Sache beschäftigen, sondern mit der Person, die etwas macht. Als anderes Beispiel vielleicht dazu: Jemand erzählt jetzt darüber, wie man effektiv Kartoffeln anbauen kann, und ich sage dann, ich höre dir nicht zu, du bist ein Nazi. Dass der Nazi ist, hat ja absolut nichts damit zu tun, ob der was über Kartoffelanbau weiß oder nicht, aber trotzdem, ich lenke damit ab und lenke von dem eigentlichen Gespräch ab, nämlich es ging ja eigentlich um Kartoffelanbau, aber jetzt sage ich, du bist ein Nazi, und jetzt beschäftigen wir uns erstmal, was weiß ich, eine halbe Stunde damit, ist das nun Nazi oder nicht, dann will er sich rechtfertigen und so weiter. Das bringt eigentlich niemanden voran. Oder dem höre ich nicht zu, weil der religiöser Fundamentalist ist oder so, aber wenn das um ein vollkommen anderes Thema geht, dann ist das total irrelevant, ob das ein Fundamentalist ist oder nicht. Das nennt sich ad hominem, der Denkfehler, also Angriff auf die Person auf Deutsch. Man beschäftigt sich halt wirklich damit, wer ist diese Person, statt was sagt die Person, und ist das, was die Person sagt, korrekt oder nicht korrekt. Weil, wie gesagt, auch jemand, der selber das nicht gut darstellen kann, irgendeine Aussage oder so, die Aussage selber kann ja trotzdem korrekt sein, auch wenn der die nicht gut darstellt. Es geht ja nicht darum, wer am besten argumentiert, sondern es geht ja eigentlich darum, ist die Aussage korrekt, die da getroffen wird. Then there is the ubiquitous ad hominem attack, a fallacy invoking the attack of a person's character in an attempt to undermine their argument, rather than addressing the argument. Any person or group that challenges dominant beliefs of the status quo that are held as sacrosanct will unfortunately make themselves a target for all sorts of emotionally driven personal attacks. So, und dann vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Es geht um automatisiertes Fahren. Die Zahl der Verkehrstoten ist hoch. Ohne Frage ist meist der Mensch schuld, und Computer könnten hier leistungsfähiger und zuverlässiger sein. Das moralische und ethische Dilemma wird aber niemals zu lösen sein. Es ist erschreckend, dass das Heil zunehmend in Computersystemen gesucht wird. Damit ist die Evolution wohl am Ende. Wir entwickeln uns nicht weiter, sondern nur noch den Computer. Das wäre schade. Da jemand eine Idee? Also ja, ich genau, glaube, also das würde ich jetzt daraus interpretieren, dass die entsprechende Person die natürliche Auslese, die durch Autounfälle stattfindet, betrauert. Jetzt Anders kann ich das nicht erklären.
Also es wird auf jeden Fall verallgemeinert, dass man zunehmend das Heil irgendwie in Automatisierung sucht. Vermutlich ist die Aussage belegt, dass das häufig mit menschlichem Versagen zu tun hat. Aber ich denke, die Verallgemeinerung mit das Heil wird in automatisierten Systemen gesucht, wäre wohl ein Denkfehler. Und zu sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise mit der Evolution zusammenhängt, ist, glaube ich, auch ein Denkfehler. Das moralische und ethische Dilemma wird aber niemals zu lösen sein. Das fand ich auch bemerkenswert. Also das ist aus meiner Sicht Argument aus Unkenntnis. Also der behauptet einfach irgendwas, weil er es nicht besser weiß. Der hat das überhaupt nicht untersucht oder so, sondern der sagt einfach, das wird niemals zu lösen sein. Also das ist ja schon gefährlich, die Aussage, es wird niemals das und das möglich sein. Die Leute haben früher auch gesagt, es wird niemals der Mensch fliegen können. Und heute gucken wir an den Himmel, da fliegen Flugzeuge durch die Gegend, da sitzen Menschen drin. Ich hätte jetzt gesagt, in diesem Fall wäre das vielleicht ein semantisches Problem. Also, weil ich kann mit der Aussage halt überhaupt nichts anfangen. Ich kann mir vorstellen, dass er damit vielleicht, also mit dem ethischen Dilemma meint, dass wir gerade extreme Schwierigkeiten haben, selbstfahrende Autos als schuldfähig anzuerkennen, beziehungsweise wer trägt die Schuld für einen Unfall? Der Programmierer, der Autobauer, der Nichtfahrer? Genau, und er schlussfolgert daraus, diese Probleme wird man nie lösen können. Aber diese Probleme kann man ja lösen, indem man praktisch zum Beispiel die Schuldfrage komplett hinten runterfallen lässt, weil Schuld keinen Sinn ergibt. Man kann ja zum Beispiel sagen, wir wollen das Problem lösen. Es gab einen Autounfall, da waren 2 automatisiert fahrende Autos beteiligt. Woran lag das, dass es da einen Unfall gab? Dann forschen wir, aha, daran lag das wahrscheinlich. Also ändern wir die Programmierung oder bauen neue Sensoren ein in das Auto oder in alle Autos entsprechend. Und dann tritt das Problem nicht mehr auf. Aber diese Frage der Schuld hilft ja eigentlich keinem weiter. Das ist nur in unserer Gesellschaft, in der aktuellen Gesellschaft, in der jemand schuld sein muss, weil derjenige dann dafür bezahlen muss für das Problem. Einmal moralisch bezahlen und einmal mit Geld bezahlen. Das ist nur ein kurzer Einwurf. Soweit ich weiß, das moralische Dilemma, was im automatisierten Fahren vorherrscht, ist für den Fall, dass sich ein Unfall nicht vermeiden lässt. Wenn sich eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug nicht vermeiden lässt, muss die Software entscheiden, mit welchem Fahrzeug kollidiert wird. Und das ist sozusagen das moralische Dilemma, wovon beim automatisierten Fahren die Rede ist. Also lieber einen Einzelkraftwagen als einen Schulbus sozusagen, oder? Zum Beispiel, genau solche Entscheidungen, die Software dann treffen muss. Ja, das könnte man dann schon wieder als nächsten Denkfehler bezeichnen. Das nennt sich Argument der schiefen Ebene. Ich spiele das einfach total auf die Spitze, das Problem. Wenn ich ein Eis esse, dann werde ich ganz fett, weil man wird ja von viel Eis essen fett. Aber ich esse ja eigentlich nur ein Eis. Also wer Eis isst, wird fett, weil derjenige, der da 300 Eis in einem Monat gegessen hat, der ist jetzt ganz fett. Ja, genau, Slippery Slope nennt man das auf Englisch, richtig, wurde unten reingeschrieben. Aber mir geht es tatsächlich vor allem darum, um die Aussage, das moralische und ethische Dilemma wird aber niemals zu lösen sein. Wie ich das schon angesprochen habe, ist halt dieses Dilemma nur in unserer Gesellschaft vor allem vorherrschend, in der irgendjemand schuld sein muss oder so weiter. Und das ist eben, wie ich vorhin schon sagte, aus meiner Sicht ein Argument aus Unkenntnis oder Argument from Ignorance auf Englisch. Do I believe in UFOs or extraterrestrial visitors? I'm not authorized to answer that question. Where shall I begin? UFO. First, remember what the U stands for in UFO. Now, there's a fascinating frailty of the human mind that psychologists know all about, and it's called argument from ignorance. And this is how it goes. You ready? Somebody sees lights flashing in the sky. They've never seen it before. They don't understand what it is. They say, a UFO. The U stands for unidentified. So they say, I don't know what it is. It must be aliens from outer space visiting from another planet. Well, if you don't know what it is, that's where your conversation should stop. You don't then say, it must be anything. Okay? That's what argument from ignorance is. It's common. I'm not blaming anybody.
Psychologists know all about it, and it may relate to our burning need to have to know stuff because we're uncomfortable, steeped in ignorance. You can't be a scientist if you're uncomfortable with ignorance, because we live at the boundary between what is known and unknown in the universe. Also ich würde auch vielleicht noch sagen, dass Dilemma mehr oder weniger an sich einfach schon ein slippery slope ist, weil man erstmal zu diesem Punkt hinkommen muss und also meiner Ansicht nach sollte man sich eher mit den Punkten davor beschäftigen und nicht mit genau diesem Punkt. Weil ja ein Dilemma an sich einfach schon etwas ist, was man nicht haben möchte, weil man ja die Auswahl zwischen zwei Entscheidungen treffen muss, die man halt beide irgendwie nicht haben will. Genau, also praktisch vorher schon ansetzen, sodass das Dilemma gar nicht mehr entstehen kann. Wenn zum Beispiel alle Autos automatisiert fahren, dann können die einen gewissen Sicherheitsabstand einhalten. Das kann man dann berechnen, wie groß der Sicherheitsabstand mindestens sein muss. Und wenn dann doch mal die Situation auftritt, dass die zusammengestoßen sind, wird das halt neu überdacht, das System, und entsprechend verbessert. Aber die Aussage, das wird man niemals lösen können, kommt einfach aus Unkenntnis heraus. Der hat sich wahrscheinlich damit gar nicht beschäftigt. Dann hätte ich auch noch ein Beispiel, das ist dann der letzte Leserbrief, den ich vorlese. Der passt gerade gut zum Thema nämlich. Also geht es immer noch um automatisiertes Fahren. Wenn man sich vor Augen hält, mit welcher Skrupellosigkeit bei VW Software manipuliert wurde, damit die Gewinnmaximierung nicht durch lästige Umweltvorschriften geschmälert wird, dann wird mir schlecht bei dem Gedanken, dass von solchen Unternehmen künftig auch Software entwickelt wird, die im Ernstfall über Leben und Tod von Menschen entscheidet. Außerdem, mit Verkehrsteilnehmern, die nicht normgerecht programmiert werden können, wird eine Steuerungssoftware immer überfordert sein. Also so wie ich das verstehe, da fahren ja auch noch Menschen mit auf der Straße rum und dann vertragen die Menschen und die automatisch fahrenden Autos sich untereinander nicht, weil der Mensch halt irrationale Entscheidungen trifft zum Beispiel. Ist das nicht auch die gleiche Aussage, als ob ich jetzt sagen würde, etwas, was ewig kaputt ist, wird nicht funktionieren, weil etwas, was nicht normgerecht programmiert werden kann, also so wie ich das verstehe, halt nicht den Umständen entsprechend, wird nie ordentlich programmiert werden können. Das ist doch eine überflüssige Aussage, oder nicht? Na, dieses nicht normgerecht programmiert, das ist, so verstehe ich das zumindest, das ist auf die Menschen bezogen, weil die Menschen kann man ja nicht umprogrammieren. Die menschlichen Fahrer, ja, habe ich auch so verstanden. Ja, aber das ist auch ein gutes Beispiel für diesen slippery slope oder auf Deutsch halt schiefe Ebene, weil es wird dass VW die Abgaswerte da getrickst hat, wird jetzt total weiter gedacht und total überspitzt, sodass man zum Schluss ankommt, ja, VW wird ja dann auch das automatische Fahren manipulieren, um irgendwie Geld zu sparen, und dann wird es ganz viele Unfälle geben, weil VW ja Geld spart. Schließlich haben die ja da schon bei der anderen Sache nicht konform gehandelt. Ad hominem, ne? Ja, könnte man auch noch sagen, ja. Related to the false cause fallacy is the slippery slope fallacy, which relates an initial event to the inevitable culmination of a chain of related events with some significant effect overall, such as the unfounded assumption that the removal of the coerced labor for income system will lead people to laying around as lazy bums and the cessation of creativity. Ja, aber es wäre ja auch denkbar, dass VW sagt, okay, ich habe jetzt eine KI programmiert, die quasi für mich fährt. Die ist auch dafür ausgelegt, schwere Kollisionen zu vermeiden, aber um unsere ganzen Werkstätten und so weiter zu fördern, sind leichte Anstupser erlaubt. Oh, noch besser. Ja. Wenn ein Unfall auftritt, dann versucht die Software den Unfall so katastrophal darzustellen, dass nichts mehr übrig bleibt, was gegen VW verwendet werden könnte. Selbstvernichtung. Also, genau das, was Adrian jetzt sagt, was auf der Aufnahme nicht zu hören ist übrigens, weil der Adrian seine Stimme, der möchte nicht, dass sie wieder aufgenommen wird praktisch. Deswegen fasse ich das nochmal zusammen. Adrian hat gesagt, wir können uns ja alles Mögliche vorstellen. Wir können uns auch vorstellen, dass morgen ein Meteorit die Erde trifft und alles vernichtet, aber das heißt ja noch nicht, dass es so eintreten muss. Und das ist, glaube ich, der Kern nochmal dieser schiefen Ebene oder Slippery Slope, dass eben von einem kleinen Ereignis, das total aufgeblasen wird, zu, ja, das machen die jetzt immer so. Obwohl da auch für VW, glaube ich, ein Unterschied besteht, ob die bei Abgaswerten tricksen oder ob die jetzt Menschenleben gefährden bewusst. Das steht in keinem Verhältnis. Das ist so viel weiter aufgepusht. Das wird so weit gemacht, dass das irgendwie halt bei einem ganz verrückten Endergebnis ankommt. Another tactic used to avoid addressing a particular claim or argument is to blindly reference a person in perceived authority. This is called the argument from authority, which doesn't advance discussion one iota, but rather is a plea to ignorance and an attempt to validate an idea because someone with credentials holds a similar view. Also man könnte zum Beispiel überlegen, in einer Firma, da sagen die Mitarbeiter dem Chef immer,
was so als Vorschlag, was man machen könnte, dass das was zeitgemäßer wäre oder so weiter. Und der Chef hört das aber nicht, also der geht da nicht danach, was die sagen. Aber dann kommt jemand von der Uni, der Herr Professor praktisch, und der sagt dann das Gleiche. Aber wenn der das sagt, wird ihm zugehört und das dann gemacht. Wo ist denn da der Denkfehler? Hat da jemand eine Idee? Appeal to Authority. Genau, kannst du mal erklären, was das ungefähr ist? Das finde ich im Beispiel ziemlich implizit, weil, naja, der kommt von der Uni, der ist Professor. Also der muss ja quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und das ist der Grund, weswegen dann das gemacht wird, was er sagt. Und nicht aufgrund dessen, wie dafür argumentiert wurde oder, weiß nicht, wer das jetzt in diesem Beispiel ansonsten vorgeschlagen hätte. Nehmen wir an, irgendwie jemand, der im Fließband steht. Dann wurde vermutlich vom Chef gedacht, dass der sich ja gar nicht damit ordentlich auseinandergesetzt haben kann, weil der ist ja total ungebildet oder so etwas, halt irgendwie aufgrund der Stellung, in Anführungsstrichen, das könnte man vielleicht sagen, das hat auch so ein bisschen was mit dem Ad hominem zu tun, weil wieder, es wird sich mit dem Status der Person beschäftigt, statt mit der Aussage selbst. Ob etwas verbessert werden kann oder nicht, oder ob das zeitgemäß ist oder nicht, das kann ich ja neutral davon untersuchen, wer das jetzt gesagt hat. Aber nur weil das jemand sagt, der irgendeinen Titel auf dem Blatt Papier hat, ist das ja nicht automatisch mehr wert. Der kann sich ja genauso irren. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel. Also wir machen da jetzt so ein bisschen einen Quiz draus sozusagen. Wenn ich zum Beispiel sage, Hitler war Vegetarier, also sind alle Vegetarier schlecht oder spinnen. Sowas könnte ich zum Beispiel sagen, ganz überspitzt. Wo ist denn da der Denkfehler? Das ist wie die Verallgemeinerung vorhin, oder? Von wegen, alle Nichtblinker rennen mit dem Handy im Auto rum. Vielleicht könnte man es noch anders formulieren. Es wird eine Verbindung zwischen zwei Dingen hergestellt, die aber nicht wirklich eine Verbindung haben. Also die haben eine Gemeinsamkeit, nämlich dass der Hitler war Vegetarier. Das ist auch noch fraglich, ob das stimmt. Aber Hitler war Vegetarier und die andere Person ist Vegetarier. Also müssen die auch alle anderen Eigenschaften teilen. Ist irgendwie auch ein bisschen vielleicht Confirmation Bias, weil, also ich denke, so etwas wird häufig von Leuten halt gegen Vegetarismus verwendet. Ach so, Adrian hat gefragt, es gibt wirklich Leute, die auf solche Argumente eingehen. Also das ist vielleicht jetzt ein extrem überspitztes Beispiel, aber gerade damit das anschaulich wird, versuche ich halt hier jetzt die Extrembeispiele rauszufischen. In der Praxis ist das dann vielleicht ein bisschen schwächer, das Argument. Also da wird es nicht ganz so offensichtlich präsentiert, der Denkfehler. Noch kurz dazu sagen, wie der sich nennt. Another related fallacy is the association fallacy, where connections between two pieces of information are drawn where none exist. One version of the association fallacy is the prima facie or face value association, whereby the person assumes that because two things share properties, they therefore must be the same. Often when two ideas share a similar characteristic or tenet, they're simply equated as the exact same. In einer ressourcenbasierten Wirtschaft wird es ja kein Geld mehr geben. Also ist praktisch dann niemand mehr motiviert, irgendwas zu arbeiten. Hat da jemand eine Idee, wo da der Denkfehler ist? Das würde ja letztendlich implizieren, dass Menschen Grund auf nichts machen wollen, letztendlich, um es einfach zu sagen. Mit dem Wort implizieren kommst du der Sache schon richtig auf den Grund, weil das folgt daraus einfach nicht. Es folgt nicht daraus aus der Benutzung von Geld, dass die Leute automatisch motiviert sind. Und genauso folgt nicht daraus, wenn kein Geld benutzt wird, dass die Leute automatisch nicht motiviert sind. Das ist unabhängig davon, diese Motivation. Geld kann motivieren oder Geld kann demotivieren. Aber das ist nicht das Einzige, was demotiviert oder motiviert. Es gibt noch andere Sachen. Also kann man nicht sagen, wenn es kein Geld mehr gibt, folgt daraus automatisch, dass keiner mehr motiviert ist. Ich bin auf. Wir werden dafür nicht bezahlt, hat er gesagt. Changing gears here, we have the false cause fallacy, or the non sequitur, which incorrectly assumes that one thing is the cause of another. One common version of this is when two events may be correlated, but are falsely assumed to be causally linked. Next up is the loaded question fallacy, which is a question put forth that contains an unjustified presupposition or assumption, such as, how does the Zeitgeist movement plan to take away possessions of the rich in order to equalize society? Usually the best response to this kind of question is to challenge the assumption rather than attempt to answer the question.
Anderes gutes Beispiel ist, warum bist denn du so aggressiv? Das ist erstmal die Unterstellung, dass der Gesprächspartner aggressiv ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Art zu triggern, ne? Genau, das ist auch halt sowas, mit so Denkfehlern kann man wunderbar die Leute triggern, wie du sagst. Wäre das dann auch die Aufforderung, jetzt sei mal vernünftig, weil implizit gesagt wird, du bist es nicht? Ja, genau. Das könnte man vielleicht auch mit unter diesen Denkfehler fassen, ja. Nächster Denkfehler, der denkt nur an Sex, könnte man zum Beispiel über jemanden sagen. Oder als anderes Beispiel, ich rede jetzt mit Christian und sage ihm, ja, der Markus hat nur die Frage jetzt gestellt, weil er uns vorführen will. Ich mag Markus nicht. Ich auch nicht. Das nennt sich Mind Projection Fallacy, also ich projiziere meine eigene Annahme in eine andere Person hinein. So wie ich selber denke, projiziere ich das in jemand anderen hinein, dass der auch so denkt. Also wenn ich zum Beispiel häufig Sachen sage, weil mein Ziel ist, jemand anders vorzuführen, dann kann das schnell passieren, dass ich dann anderen Leuten was vorwerfe, dass die auch so denken. Dass die auch versuchen, andere Leute vorzuführen. Aber das weiß ich ja gar nicht, was die denken. Ich projiziere praktisch meine eigene Denkweise auf andere. Also wenn jemand sagt, der und der denkt nur an Sex, dann ist es wahrscheinlich, dass er selber nur daran denkt die ganze Zeit. Also er sagt mit der Aussage mehr über sich selbst aus, als über den anderen eigentlich. Dann jemand anderem zu unterstellen, das macht er, weil der Egozentriker ist oder was auch immer, das ist dann schon wieder fraglich. Und das wäre dann halt diese Mind Projection Fallacy. And then we have the mind projection fallacy, a common logic trap any person or group encounters when challenging traditional philosophies or values. It simply refers to when someone's subjective judgments are projected outwards, as though they are inherent properties of an object or system. Perhaps the most obvious example of this is with free market dogma, whereby the invisible hand is blindly invoked as a metaphysical, deistic process that ensures optimal social outcomes. The way the argument is used often disregards any possibility of a counter-argument and justifies or just assumes that this invisible hand is as immutable as a natural law. Dann habe ich noch einen anderen Denkfehler, das ist, glaube ich, extrem klar. Es glauben viele Leute daran, dass die Erde eine Scheibe ist. Also wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit gehen, also muss die Erde eine Scheibe sein. Oh Gott, Post hoc, ergo Proctor hoc? Andersrum? Nee, das ist was anderes. Das ist bestimmt irgendwas mit Populum, Populus oder sowas. Richtig, genau. Argumentum ad populum oder Mitläufereffekt auf Deutsch vielleicht. Nur weil viele Leute an etwas glauben, muss das ja nicht richtig sein. Dieses Post hoc ergo Proctor hoc, um das noch zu erklären, das heißt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, etwas ist danach passiert, also muss es von dem, was vorher passiert ist, ausgelöst worden sein. Beispiel ist, Mexiko hat letztes Jahr doppelt so viele Tomaten an die USA geliefert wie in den Jahren zuvor und gleichzeitig aber gab es letztes Jahr doppelt so viele Autounfälle von 18-Jährigen. Also müssen die Tomatenlieferungen die Autounfälle ausgelöst haben. Das ist schon ordentlich weit gedacht, ja. Ja, das wäre Post hoc ergo Proctor hoc. And then we have the false duality fallacy. I'm sure most are familiar with this one, where two possibilities are presented as the only two, without any alternatives. Anytime you challenge a widely believed dogma, watch out for this one. If you're against capitalism, you must be a communist. If you're not a Christian, you must be a Satanist. And if you're against the free market, you must be for some form of tyranny. Und dann gibt es noch einen Denkfehler, der nennt sich False Duality oder Schwarz-Weiß-Denken vielleicht im Deutschen. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Da haben wir auch wieder einen guten Zusammenhang zur allgemeinen Semantik, einen ganz klaren. Also es gibt nicht irgendwie was dazwischen. Zum Beispiel, was nicht Kapitalismus ist, muss automatisch Kommunismus sein. Oder wer nicht links ist, der ist automatisch Nazi. Oder wer nicht gut ist, der ist böse. Also es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Das ist diese Denkweise dahinter. Vielleicht würde man besser sagen Schwarz-Weiß-Denken im Deutschen. Closely related is the middle ground fallacy, where instead of insisting that one of two options are the only options, we insist that the truth must lie somewhere in the middle of the extremes. But perhaps the answer lies close to one or two of the extremes, or on a whole other level altogether. For example, the ideal socioeconomic model could of course not be accurately said to lie between the extremes of Marxism and laissez-faire capitalism, but outside this traditional spectrum altogether. Or that the ideal amount of competition is a moderate amount, rather than none, as all these studies actually indicate.
Ja, genau, so ein bisschen krank ist immer das Beste zwischen komplett krank und komplett gesund, sagt der Adrian gerade. Oder auch ein anderes Beispiel, da wird es vielleicht noch klarer. Das eine Extrem ist Krieg, das andere Extrem Frieden. Also ist doch so ein bisschen Krieg eigentlich das Beste. Ja, ist dann vielleicht doch bei solchen Sachen auch immer ein bisschen fragwürdig, was für Messmethoden man jetzt hat. Meiner Ansicht nach wahrscheinlich der Ursprungsgedankengang der Demokratie. So, man hat irgendwie zwei Leute, die haben gegensätzliche Meinungen und die müssen sich dann irgendwie auf einen Kompromiss über die Zeit einigen. Und der liegt ja irgendwie in der Mitte zwischen den beiden Ansichten, zumindest im Idealfall. Und das ist dann ja vermutlich das, was alle haben wollen. Jetzt sagen wir mal, die Linke zum Beispiel, die will abschaffen die Armee, also die Bundeswehr. Keine Ahnung, ob die das noch wollen. So nehmen wir jetzt mal an, die wollen die Bundeswehr abschaffen und das Geld dann nehmen und in Bildung stecken und die Schulen fördern damit und so. So, und jetzt kriegen die einen Koalitionspartner und dann kommt jetzt als Kompromiss heraus, ja, also die Bundeswehr bleibt bestehen, aber wir stecken das Geld jetzt alles in Bildung. Aber das Geld ist ja gar nicht da, weil wir haben das ja nicht erhalten, dadurch, dass wir die Bundeswehr nicht aufgelöst haben. Nächster Denkfehler wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt erzähle, ich bin jetzt für Akupunktur zum Beispiel und da sage ich, ja, selbst Ötzi, da wurde ja herausgefunden, dass er genau an diesen Stellen, die heute die Akupunktur benutzt und also die praktisch die Idee hinter der Akupunktur sind, da gibt es ja so bestimmte Stellen, wo man die Nadeln reinstecken muss, wenn man eine bestimmte Krankheit behandeln möchte, was dann auch wieder jeder Akupunkteur, soweit ich weiß, ein bisschen anders interpretiert. Aber da gibt es halt so bestimmte Stellen und Ötzi war genau an diesen Stellen tätowiert. Hat jemand eine Idee, wo da der Denkfehler ist? Die Aussage ist dann, also wurde damals schon Akupunktur angewendet. Mir fällt immer nur Confirmation Bias ein, deswegen würde ich das jetzt nochmal einwerfen. Okay. Anecdotal Fallacy, Anekdotenfehlschluss auf Deutsch vielleicht, dass eben das hergenommen wird, diese Anekdote, dass der Ötzi schon der Tattoos hatte an den Stellen und das soll jetzt irgendwie Akupunktur aufwerten. Aber das ist einfach nur eine Anekdote. Also wenn man jetzt 20 Menschen aus der Zeit findet und die sind auch alle an den Stellen tätowiert, ist das trotzdem noch eine Anekdote. Das heißt ja nicht, dass das funktioniert automatisch. Ob das funktioniert oder nicht, Akupunktur, das lässt sich ja dann wieder wissenschaftlich ermitteln mit Experimenten. Nur weil man irgendwas gefunden hat damals, heißt das nicht automatisch, dass es heute jetzt richtig ist, Akupunktur, dass es tatsächlich funktioniert. Ohne jetzt darüber eine Aussage treffen zu wollen, das wäre dann vielleicht wieder für ein anderes Treffen. Jetzt passiert es ja auch so ein bisschen im Chat, dass immer verschiedene Denkfehler vorgeschlagen werden für bestimmte Aussagen. Also es ist tatsächlich auch so, dass das nicht so alleine auftritt, ein Denkfehler, sondern das sind durchaus häufig auch verschiedene Denkfehler vermischt. Man kann auch in dem einen Satz den einen Denkfehler machen und im nächsten Satz dann den anderen Denkfehler. Und es lässt sich auch nicht so genau zuordnen, das ist jetzt genau nur der Denkfehler, das ist jetzt genau nur der Denkfehler, sondern es ist wirklich, wie gesagt, relativ gemischt praktisch. Es geht nur darum, dass man erkennt, dass es sich dabei um einen Denkfehler handelt. Welcher das jetzt genau ist gar nicht so wichtig. Die zählen wir hier jetzt bloß mal so ein bisschen auf, damit man eine grobe Idee bekommt. Durchaus kann man auch sagen, das ist wieder Bestätigungsfehler, weil wenn die Person, die jetzt das als Argument bringt mit dem Ötzi, weil die vielleicht schon von Akupunktur überzeugt ist, versucht die jetzt nur Argumente zu bringen, die halt zeigen, dass Akupunktur stimmt. Also wäre das dann wieder der Bestätigungsfehler. Unrelated to emotion-driven fallacies is the argument from personal incredulity. This is when you find something difficult to understand and therefore conclude that it's not true. This is a fairly common dismissal tactic for those who either don't want to or cannot contemplate the magnitude of the social reform we advocate. Argument from Personal Incredulity, vielleicht Argument des persönlichen Unverständnisses oder so, weil ich eine Aussage nicht verstehe, muss die Aussage falsch sein, ist der Denkfehler. Man kann das Wetter nicht kontrollieren, weil man selber kennt einfach keine technischen Voraussetzungen dafür oder irgendwelche Anwendungsmöglichkeiten. Es ist halt einfach etwas, was grob außerhalb des eigenen Verständnisses der Realität ist und deswegen ist es halt nicht möglich. Da kann dann zum Beispiel sogar ein Wissenschaftler da sein und der erklärt gerade, wie man das Wetter kontrollieren kann. Und dann sagt jemand, der das nicht verstanden hat, einfach, man kann das Wetter nicht manipulieren. Jemand erklärt was, stellt das dar, wie das funktioniert. Und dann sagt jemand anderes, nö, das geht aber nicht. Weil er das nicht verstanden hat, wie das funktioniert. Also der Adrian hat jetzt gerade noch als Beispiel gebracht, dass er das auch häufig bei der Evolution mithört, wenn irgendwie über Evolution gesprochen wird. Die Leute, die praktisch die Evolution nicht verstehen, die sagen dann, das verstehe ich nicht, also kann das die Theorie der Evolution nicht richtig sein. Zum Beispiel gibt es da diese Aussage, das kommt häufig von Kreationisten, die dann sagen, ja, Darwin hat doch aber davon gesprochen, dass es solche Grundbausteine gibt, die es da irgendwie geben muss bei der Evolution, damit das funktioniert.
aber wir haben ja diese Grundbausteine nie gefunden. Das ist die Aussage von denen. Aber tatsächlich haben wir diese Grundbausteine gefunden. Das sind diese Nukleotide, nennt man das, glaube ich, also dieses auf der DNA A, C, G und T. Aber nur weil die das nicht akzeptieren, dass wir die gefunden haben oder das nicht verstanden haben, sagen die halt, ja, der Darwin hat ja gesagt, wir müssten die finden, aber wir haben die ja gar nicht gefunden. Jetzt bringt Adrian noch ein Beispiel, auch nochmal zur Evolution, dass man halt bestimmte Tiere einfach nicht gefunden hat und weil das Weichtiere waren und man deswegen keine Fossilien davon hatte. Und dann wird gesagt, ja, man hat ja die Tiere nicht gefunden, also können die ja als Zwischenform gar nicht existiert haben. So ungefähr habe ich, falls ich es richtig verstanden habe, weil die halt nicht zu Fossilien wurden. Dann gibt es noch einen anderen Denkfehler, Nirvana, Fehlschluss oder perfekte Lösung, Fehlschluss. Wenn man zum Beispiel mit jemandem über eine ressourcenbasierte Wirtschaft spricht, dann könnte der sagen, in einer ressourcenbasierten Wirtschaft, da ist ja jetzt nicht ganz klar gesagt, was gemacht wird, wenn irgendjemand jemand anderen umbringt. Also es wird praktisch ein Einzelfall genommen und gesagt, ja, das ist ja nicht 100%ig klar, wie das gemacht wird. Also bleiben wir jetzt bei der ursprünglichen Variante, nämlich unserem jetzigen Gesellschaftssystem, wo eigentlich ja viel mehr gemordet wird, als dann wahrscheinlich in einer ressourcenbasierten Wirtschaft gemordet werden würde. Um das nochmal klarer zu definieren, was dieser Fehlschluss ist, statt zwei real existierende Lösungen untereinander zu vergleichen, also praktisch den Kapitalismus und eine ressourcenbasierte Wirtschaft, auch wenn die jetzt noch nicht existiert, aber die ist halt hoffentlich umsetzbar. Statt die beiden miteinander zu vergleichen, vergleicht man halt eine ressourcenbasierte Wirtschaft mit einer perfekten Welt und sagt dann, ja, die ressourcenbasierte Wirtschaft ist ja nicht perfekt, also nehmen wir die jetzt nicht. Und es wird ja immer gesagt, eine ressourcenbasierte Wirtschaft ist utopisch, oder zumindest manchmal wird das gesagt. Und tatsächlich geht es ja in einer ressourcenbasierten Wirtschaft aber darum, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft zur Problemlösung anzuwenden. Und die Wissenschaft beschäftigt sich ja gerade mit der Realität und die besser zu verstehen. Also ist das so ziemlich das Gegenteil von einer Utopie eigentlich. Ist das klar, was ich sagen wollte? Ich glaube, das mit dem Gegenteil ist eine ziemlich komische Aussage, aber ich denke, der Rest ist schon angekommen. Utopisch heißt ja, das ist nie umsetzbar. Aber gerade Wissenschaft ist ja umsetzbar. Da geht es ja gerade darum, Methoden zu finden, die Probleme lösen. Euphemismus, das ist, glaube ich, klar. Kann vielleicht mal jemand anderes sagen, was man unter einem Euphemismus versteht? Ja, die geschönte Darstellung eines beispielsweise negativen Fakts, wie beispielsweise, wir nennen das jetzt nicht Euthanasie, sondern Transzendenz der Gesellschaft oder sowas. Kollateralschaden, sagt Adrian jetzt gerade zum Beispiel. Das wird auch gerne gemacht in der Politik jetzt, wenn es um Krieg geht. Das heißt nicht mehr Krieg, sondern friedenserhaltende Maßnahme. Befriedung, oder bewaffneter Konflikt. Es gab auch so einen schönen Armutsbericht, den dann die FDP irgendwie einmal so ganz schön umschreiben wollte und das, glaube ich, auch getan hat, wo dann einfach nur sehr viele Begrifflichkeiten irgendwie anders verwendet wurden. Ich glaube, es hieß dann auch nicht mehr Armutsbericht. Also da gibt es ja ganz tolle Bezeichnungen. So nach dem Motto, wenn wir die Bezeichnung ändern, ändert sich auch die Sache, über die wir sprechen. So auf die Art gedacht. Da gab es auch so eine schöne Befragung in Amerika irgendwie, was haltet ihr davon, wenn man den Armen mehr Geld gibt? Da waren dann irgendwie 13% dagegen. Dann war die Frage halt, was haltet ihr davon, wenn die Leute die Welfare bekommen? Man kann vielleicht sagen, das Äquivalent zu Hartz IV. Was haltet ihr davon, wenn die halt irgendwie mehr Geld bekommen? Da waren dann irgendwie 67% dagegen. Aber die Frage ist halt im Prinzip das Gleiche, weil die Leute, die da arm sind, bekommen halt Welfare und naja. Da sind wir dann wieder, dass Denkfehler bewusst eingesetzt werden, weil je nachdem, wie man die Frage stellt, kriegt man ein anderes Ergebnis, weil die Leute sich nicht darüber bewusst sind, dass sie da einen Denkfehler haben, dass sie auf verschiedene Wörter anders reagieren. Oder in der Werbung kann man das auch gut benutzen, wenn man eine Zahnpasta bewirbt und sagt, die bekämpft Bakterien im Mundraum. Dann kann man die nicht festnageln, den Zahnpasta-Hersteller, weil die haben ja nur gesagt, das bekämpft die Bakterien. Die haben ja nicht gesagt, ob das auch gewinnt gegen die Bakterien, die Zahnpasta. Die kämpft nur mit den Bakterien. Oder ob irgendwie andere Zahnpastas da irgendwie was anderes machen. Also, weiß nicht. Das ist ja so, als ob ich jetzt ein Auto damit bewerben würde, dass es fährt. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass Denkfehler jeden Menschen betreffen, also auch uns genauso. Und wenn jemand denkt, er begeht keine Denkfehler, dann ist das schon der erste Denkfehler, den er gerade begeht. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sich ein bisschen mehr mit allgemeiner Semantik beschäftigt. Man stellt halt fest, dass man einfach nichts Vernünftiges sagen kann. Vor allem, wenn man das halt nicht weiß, die ganzen Denkfehler, die man nicht kennt, die begeht man dann sowieso. Also wenn man ein paar Denkfehler kennt, dann
dann hat man den Vorteil, dass man zumindest diese versuchen kann zu vermeiden. Aber wenn man sich überhaupt nicht dessen bewusst ist, dass es Denkfehler gibt und dass die häufig angewendet werden, dann fällt man da selber auch drauf rein. Wir begehen den ganzen Tag Denkfehler, wenn man so will. Ich würde auch sagen, wir beenden das jetzt hier so langsam, weil wir müssen ja jetzt nicht, wie gesagt, es gibt hunderte von Denkfehlern, die brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen. Viel interessanter ist es noch, was man denn machen kann, wenn einem ein Denkfehler begegnet. Bei sich selber kann man sich halt selber ermahnen oder so und dann sagen, ja, also ich versuche jetzt mal in Zukunft besser darauf zu achten. Mir ist jetzt aufgefallen, ich habe schon mehrmals diesen Denkfehler begangen und ich versuche mal da jetzt in Zukunft den nicht mehr zu begehen und dass man halt selber darauf achtet, was man sagt und analysiert, welche Denkfehler könnten das gewesen sein. Wenn man bei jemand anderem jetzt einen Denkfehler entdeckt. Aus meiner Sicht die schlechtmöglichste Reaktion darauf ist, ihm ins Gesicht zu sagen, das war jetzt aber ein Strohmann, den du begangen hast. Oder das ist doch ein ad hominem. Oder würde irgendjemand von euch sagen, dass das effektiv ist, so auf jemanden zu reagieren, der einen Denkfehler hat? Ich habe Studien dazu angefertigt und alle haben dann gesagt, oh ja, und dann haben sie nur noch sinnvoll geredet. Und sie haben dann einfach keine logischen Fehler mehr gemacht. Ach so, ja natürlich, bestimmt. So. Also es ist ziemlich schwer, an normalen Menschen mit Fachbegriffen zu kommen, weil das hat effektiv keine Wirkung. Zumindest hat es noch keine effektive gezeigt. Und sie sind auch irgendwie emotional involviert. Du greifst ja, die Person fühlt sich ja persönlich angegriffen, wenn du ihre Aussagen anzweifelst aus solchen Gründen. Das ist ein ad hominem. Es gibt tatsächlich auch, dass etwas als ad hominem wahrgenommen wird, was nicht mal als ad hominem gemeint ist. Das wäre dann beim nächsten Denkfehler. Wenn du jemandem sagst, du hast gerade den und den Denkfehler begangen, das, was am wahrscheinlichsten ist, dass der dann wütend wird. Für wen hältst du dich denn, dass du mir hier sagst, was das für ein Denkfehler ist? Und das wird ihm nicht dabei helfen, den Denkfehler in Zukunft nicht mehr zu begehen, sondern er wird einfach nur wütend. Das würde ich jetzt mal erwarten zumindest. Was kann man denn dann jetzt machen? Es hängt davon ab, was das für ein Denkfehler ist. Also man sollte auf verschiedene Denkfehler auch verschieden reagieren. Aber grundsätzlich ist so die Idee, lieber eine Frage zu stellen, als dem irgendwas ins Gesicht zu werfen, sodass er dann über die Frage selber darauf kommt, dass das nicht so wirklich Sinn ergibt, was er gerade gesagt hat. Wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, warum bist du gegen Freiheit? Das ist, was wir vorhin als Beispiel hatten, dann könnte man erstmal fragen, wie kommst du denn darauf, dass ich gegen Freiheit bin? Was habe ich denn gesagt, sodass du auf die Idee gekommen bist? Also, dass man praktisch diese Kernaussage, die da schon als gegeben hingenommen wird, die hinterfragt, anstatt zu versuchen, sich zu rechtfertigen, wieso, ich denke, ich bin doch nicht gegen Freiheit und so weiter, dass man sich dann nicht weiter reinreitet, sondern einfach nachfragt, ja, wie kommst du denn auf die Idee, dass ich gegen Freiheit bin? Das, was in der Frage schon impliziert wird, das erstmal zu hinterfragen, anstatt auf die Frage einzugehen. Ist das nachvollziehbar? Also eine indirekte Lösung sozusagen, immer indirekt. Ja, in den allermeisten Fällen, wenn man so intuitiv jemandem widersprechen würde, so wie man das bei uns in der Gesellschaft beigebracht bekommt, dann würde ich vermuten, ist in den allermeisten Fällen eine etwas überlegtere Frage die Variante, mit der man gehen sollte. Da kommen wir auch schon wieder so ein bisschen in den Bereich, was wir beim letzten Treffen bei allgemeiner Semantik geraten haben. Lieber mal kurz Luft holen und kurz nachdenken, als sofort die Antwort rauszufeuern. Damit man halt keine Signalreaktion, sondern eine Symbolreaktion zeigen kann. Oder vielleicht analytischer denken, wie auch immer man das formulieren möchte. Und dann zu einer besseren Idee kommt, wie man jetzt reagieren könnte, anstatt einfach rauszufeuern, was einem sofort einfällt. Man hat dann ja auch eher so intuitiv, was ich damit jetzt meinte, irgendwie dann jemandem erstmal widersprechen, so die andere Position einnehmen. Wenn man jetzt irgendwie so eine 0-100% Skala vor Augen hat, der andere sagt 100%, du sagst dann erstmal 0. Jedenfalls muss man dann ja erstmal in die Diskussion eingehen und man beschäftigt sich erstmal nicht weiter mit der Aussage an sich, also was damit gemeint war. Was ich jetzt auch nochmal sagen will, noch als besseres Beispiel vielleicht dazu, wenn man gefragt wird, warum bist denn du so aggressiv, dann nicht sagen, ich bin doch gar nicht aggressiv, was ist los, ich bin nicht aggressiv, ich bin hier total ruhig und so weiter und sich dann so rechtfertigen, sondern da auch lieber nachzufragen, wie kommst du denn darauf, dass ich aggressiv bin? Praktisch nicht auf die Unterstellung eingehen, sondern das zu hinterfragen, ob die Unterstellung denn überhaupt korrekt ist. Es gibt so eine Kommunikationstechnik, die nennt sich Street Epistemology, die ist im Endeffekt sokratische Fragen stellen, also von Sokrates die Methode zu benutzen, dass man viele Fragen stellt, statt feste Aussagen zu machen. Das ist eine gute Möglichkeit, ohne die andere Person jetzt aggressiv zu machen oder was auch immer, trotzdem sinnvoll reagieren zu können auf so Denkfehler, sodass diese Person dann selber den Denkfehler erkennt.
kennt, gibt es direkt so eine Technik, die nennt sich Street Epistemology. Für ein bisschen wissenschaftlicheres Denken ist das auch gedacht. Und da gibt es auch so Tutorials auf Deutsch, wie man das ungefähr macht. Seth mentions evidence, so we'll add that to the list. But notice that the very next thing that he discusses is anything but evidence. Also notice that when he misapplies this quote, I completely ignore it. Me embarrassing Seth at any point in this conversation is not going to help either one of us. But there was once a quote by Isaac Newton. Have you ever heard of this quote? It was, "If I was to believe and be wrong, then perhaps I'll rot in the dirt. But if I was to be right, then I'll see you with the holy gates." It goes to something like that. Are you saying that it's better to... If I'm wrong, I'm right. If I'm right, no, I'm still right. Okay. That's Blaise Pascal. 17th century, fool. Believers still use that argument? Avoid apologetic landmines like this. I slip in the word wager in my response to tip off any atheist that might be watching the video that I've noticed the fallacy, but turn it into a question instead. Street epistemologists don't tell a person what or how to think. They just help people examine why their beliefs make sense to them. Is it sort of like a wager? Like, I might as well believe in the God because it's not going to hurt me if I don't believe in it? Then what? I guess you could say that, but then would it really be belief? Yeah. And look at that. Seth addressed the fallacy of his own claim, and I didn't even have to lift a finger. If you agree on something, go ahead and acknowledge that. It's also normal for people to give several reasons for their beliefs, particularly unexamined beliefs. Be patient and show compassion. Do you want to believe things that are true? I like to believe things that are true. Me too. I think it's, a good way to go through life. It is. Yet, how would you say that you know that you're believing in something that's actually true? You can't. You really can't. That was a good use of pause or silence there. And it could always be longer. This is probably the climax of the talk. Street epistemology isn't about telling somebody what to believe, so I keep asking questions. Is there no way that you can discover that you've been mistaken on the belief? It's hard to prove something that's been around for 2,000 and something years? And they're trying to prove it every day. Just because something's old doesn't mean it's true. Mother Goose nursery rhymes are true too. There's an apologetic. It's a landmine. Those are easy to crush, but why? Turn it instead into a reflective question that moves the conversation forward. Also notice that, again, Seth catches the fallacy of his own argument. I also want you to listen to the first audible sigh that Seth makes. Is the longevity of the belief one of the reasons why you find yourself so high up on the scale? I still have my grading wheels on, and then I roll down. It's been around for so long? There's a lot of different beliefs that have, a lot of longevity so far. I mean, we can look at Hinduism, even Buddhism's been around for over 1,000 years. So, right. But be patient with your interlocutor. Street epistemology is not a gotcha situation. So if they ask for a clarification, be happy to give it. It just means you're closer to understanding each other. Say that one more time. Sure. We got about 30 seconds. Okay. You being raised in America okay. with a Christian family. Okay, got it. There's a person in India right now being raised in a Hindu family. Right. You both believe in two different gods. Right. You both are at the 100% mark. Right. In what respect does that have anything to do with the truth of the belief, if it's merely a matter of how you've been raised? Well, it would come down to how do you prove it. And if you could show some sort of definitive proof that it's not true, there you go. I mean, you've got the burden of proof, claim maker. You can't prove a negative. Chill out. Relax. Ask him a probing question instead. This is not about debating. It's about getting your conversation partner to reflect on himself. But you would have to show definitive proof that it's not true. What would you accept as proof to illustrate that your belief is not true? I don't even know, man, to be honest. And to be completely honest, it would have to be something radical. Something definitive, rock hard. Would you kind of give it a little bit of thought as far as what you would accept, maybe for the rest of the today? Yeah, I think so.
Beautiful. Appreciate it. All right, man. Have a great weekend. Take it easy. I All love the right. GoPro. Thanks. I should have commended Seth more for his honesty and his openness before he headed off for a cup of coffee. Ich hoffe, man hat so ein bisschen eine Idee bekommen, wie viele Denkfehler es denn so gibt und dass wir uns immer wieder in die Bredouille bringen durch irgendwelche Sachen, wo wir uns einfach nicht bewusst sind, dass das jetzt gerade ein Denkfehler ist. Und deswegen ist es halt wichtig, ein bisschen zu kennen, was es für Denkfehler gibt, damit man die halt selber nicht begeht. Was ich noch erwähnen möchte, ist jetzt so zum Abschluss, dass wir das jetzt relativ leicht oder einfach dargestellt haben und so ein bisschen die Sachen in einen Topf geworfen haben. Aber für Anfänger habe ich das eher so gemacht, anstatt jetzt zu sagen, es gibt formelle Fehlschlüsse und informelle Fehlschlüsse, es gibt logische Fehlschlüsse und kognitive Verzerrungen und so weiter. Also wir haben jetzt alles so ein bisschen in einen Topf, den wir Denkfehler nennen, reingeworfen. Aber das gibt da tatsächlich noch eine genauere Unterscheidung. Das kann sich dann jeder auch selber anschauen, der sich da wirklich dafür interessiert. Dann geht es noch darum, um das nächste Treffen. Da will uns der Christian mal ein paar Sachen erzählen. Vielleicht erklärst du selber, worum es beim nächsten Treffen geht und wie das jetzt mit diesem Treffen hier zusammenhing, ob es da eine Verbindung gibt. Also Verbindung muss ich jetzt ein wenig erstellen, aber es geht um Energiegewinnung. Was man vielleicht auch so ein bisschen sich dabei gedacht hat, war, dass man eventuell mal ein bisschen in die Technologie reingeht. Wir haben ja die letzten Male jetzt uns eher halt irgendwie mit dem Umgang. Vielleicht im weitesten Sinne mit Wissenschaft beschäftigt, könnte man sagen. Ja, im weitesten Sinne mit Wissenschaft, was man halt in erster Linie feststellen kann im Umgang mit irgendwie Mitmenschen oder sowas. Und da geht es jetzt auch mal darum, was wir jetzt eben auch einmal grob angerissen haben. Also nicht wirklich, aber wie ich jetzt dazu leiten möchte, was ich gesagt habe mit dem Beispiel, dass man halt nicht daran glaubt, dass man das Wetter kontrollieren kann, weil man halt überhaupt keine Ahnung davon hat, wie das gehen soll. Und um solche Sachen halt irgendwie zu verhindern, beziehungsweise was man halt irgendwie denkt, beziehungsweise was Jacques Fresco halt denkt, was recht hilfreich ist, wenn man eher so generell informierte Leute hat. Deswegen will man halt oder wollten wir halt irgendwie auf alle möglichen Sachen dabei hinweisen und das wäre jetzt halt Energiegewinnung, weil man das halt Also irgendwie wissen braucht. Was es so für Möglichkeiten der Energiegewinnung gibt, also zum Beispiel Atomkraft oder Windenergie oder Gezeitenkraft oder Sonnenenergie und was da die Vor- und Nachteile sind. Also jetzt haben wir halt so ein bisschen immer relativ abstrakt darüber gesprochen, wie man überhaupt erkennen kann, was korrekter ist und was weniger korrekt ist, welche Aussagen und welche Informationen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen konkreter werden und sagen, okay, wenn jetzt Leute haben jetzt diese Denkweise und jetzt wollen die diese wissenschaftliche Denkweise konkret benutzen, was haben die denn da schon so gebaut praktisch zum Beispiel mit dieser wissenschaftlichen Denkweise? Was haben die da jetzt erreicht? Was gibt es aktuell für Energiegewinnungsmöglichkeiten und was soll es in Zukunft noch geben oder was ist gerade so in der Entwicklung oder wie auch immer, so auf die Art. Also dass man das wirklich mal konkret anwendet, diese wissenschaftliche Denkweise, die wir jetzt nur in der Theorie behandelt haben bisher. Und jetzt soll es halt so ein bisschen eher um die Praxis gehen als nächstes. Vielleicht könnte man es so erklären. Schön, dass ihr wieder alle dabei wart.